The Egyptians were polytheistic, but the Hyksos were monotheistic. Die Ägypter haben mehrere Götter gehabt, aber die Hyksos haben einen Gott gehabt. They believed in one God, Sie glaubten an einen Gott and the name of that God was Set. und der Name von diesem Gott war Set. Now remember, the last 2 days I've been talking to you about the parent roots of Hebrew and how the language operates. In den letzten beiden Tagen habe ich euch das beigebracht mit diesen Elternwurzeln von einem Wort And how all words in your Bible are based upon a 3-letter parent root. und wie alle Worte in der Bibel auf ein dreistämmiges Wort zurückzuführen sind. Remember, it's a parent root because it's 3 letters. 2 letters are the father root and 1 letter is the mother root. Es sind 3 Buchstaben für jedes Wort oder jeden Wortteil. Zwar für die Eltern, 2 für die männliche Seite, 1 für die weibliche Seite. And that's why we call them parent roots. Deswegen nennen wir das Elternteil, Elternwurzeln. They're designed like people. Sie sind angelegt wie Menschen. So they worship the god Set, Also haben sie den Gott Set angebetet. which is a shin and a tet in Hebrew. Shin tet. Das ist ein Shin und ein Tet in Hebräisch. Now I'm going to write them in their ancient form, okay? Und ich male die in der alten Form auf. The shin looks like that W-looking thing. Das eine sieht aus wie fast wie ein W. Okay. So shin. Yes, in ancient Hebrew it looks like this. Im alten Hebräisch sieht es so aus. It's the letter of the tooth, the teeth. Es ist der Buchstabe des Zahnes. Can you see why? Seht ihr warum? It's like the teeth of a wild beast. Das ist wie die Zähne eines wilden Biestes oder Tieres. Now remember, every letter in the Hebrew alphabet has a meaning in and of itself. Und jeder Buchstabe im Hebräischen hat eine eigene Bedeutung. And when you see a Hebrew word, when you add up the meanings of the letters, they point to what the meaning of the whole word is. Und wenn du die Summe dieser Buchstaben dann addierst, dann kriegst du eine Idee von der Richtung, in die das geht. And we went through lots of examples of that yesterday. Und davon hatten wir gestern viele Beispiele. Okay, but a shin looks like this. Aber ein Shem sieht so aus. The letter of the tooth is a letter of destruction. It destroys. Und der Buchstabe des Zahnes ist ein Buchstabe der Zerstörung, Zerstörer. The tooth is also the word of something you eat with. You consume food. Und der Zahn ist auch etwas, mit dem man Nahrung klein macht. Man nimmt Essen auf. Now the second letter, remember Hebrew goes from right to left. Der zweite Buchstabe, das Hebräische, wird andersrum geschrieben. The second letter is a tet. It looks like this in ancient Hebrew. Der zweite Buchstabe ist ein Tat. Das sieht so aus im alten Hebräischen. It's the letter of a basket that you would put things into. Es ist der Buchstabe eines Korbes, in dem man Dinge reinlegen kann. In the way they designed the baskets, you're looking down inside the basket. Und wie der Korb hier gemalt ist, du schaust von oben in den Korb hinein. And they would take these 2 rigid sticks Und die haben 2 Stöcke genommen and they would surround it with the weaving. und sie haben das mit Gräsern festgemacht. And so the tet means to surround. Und so heißt dieses Tab, was zu umrunden oder was zu umgeben. Okay, so now their God, Set, Ihr Gott, Set, in Hebrew means to surround and destroy. da heißt es zu umgeben und zu zerstören. Now this is the father root of a very well-known word. Das ist die Vaterwurzel von einem sehr gut bekannten Wort. If I put a noon on the end of it, which Wenn ich- looks like this, Wenn ich ein Nun am Ende dazu schreibe, das sieht dann so aus. this is the Hebrew letter noon. This is the full word we're putting up here now. Hebräisches Wort aus 4 Buchstaben jetzt. The noon is the letter of life, which is represented by a fish, Das Nun ist ein Wort, das steht für Leben, das wird durch einen Fisch dargestellt. and a sperm cell, Und auch eine Zelle, ein Spermium. because the male seed carries the life. Weil der Same des Mannes das Leben in sich trägt. And so this is the ancient symbol of life is a sperm cell. So ist das also das alte Zeichen für Leben, ein Spermium. But it's also represented as a fish because fish dart in the water. Aber es ist auch dargestellt durch einen Fisch, weil der saust durchs Wasser. And fish propagate a lot. Und die Fische vermehren sich sehr. The question is, how did somebody 6,000 years ago know that that was a sperm cell? Und woher wusste vor 6000 Jahren schon jemand, dass das ein Spermium war? Because man did not come up with this language. It's right straight from the heart of God. Weil die Menschen sich die Sprache nicht ausgedacht haben, sondern es kommt vom Herzen Gottes. So these 3 letters mean to surround and destroy life. Diese 3 Buchstaben bedeuten dann, zu umgeben und Leben zu zerstören. Our Father is into life.
Und unser Vater ist komplett im Leben drin. Our Creator, if you will, is pro-life. Unser Schöpfer ist pro Leben, pro Life. The enemy hates life. He wants to seek to steal, to kill, and destroy. Und der Feind hasst das Leben. Der will töten, zerstören und schlachten. Oder ja, Now, töten, genau. this phrase in English and in Hebrew is Satan or Satan. Und das im Englischen heißt dann Satan. So, in the ancient language, Satan is one who surrounds and destroys life. In den alten Sprachen ist Satan also jemand, der das Leben umgibt, um es zu zerstören. Now, I find it interesting that the Hebrew letter for life is represented by a fish. Und für mich war es interessant, dass das hebräische Buchstabe für Leben durch einen Fisch ausgedrückt wird. The reason I bring that up is because who he's out to destroy is revealed to us in Genesis chapter 48. Der da hinterher ist, uns zu zerstören, ist im 1. Mose 48 schon aufgedeckt. Remember when Jacob is blessing the sons of Joseph, Als Jakob die Söhne Josefs segnet, Ephraim and Manasseh, Ephraim und Manasse, and Joseph's firstborn was Manasseh, but God's firstborn was Ephraim. der Erstgeborene Ephraim. war eigentlich Manasse und Gottes Erstgeburt war aber Ephraim. And God knew that. Und Gott wusste das. So God guided Jacob's hands to remember to cross them. Also hat Jakob die Hände überkreuzt. Can you see some crossed Beim hands? Segen. You see some crossed hands right there? Seht ihr hier gekreuzte Hände? And he put the blessing on Ephraim Und er because that was God's firstborn. hat den Segen auf Ephraim gelegt, weil das die Erstgeburt Gottes war. And the text in Genesis 48 says that they will grow into a multitude. Und im Text im 1. Mose 48 heißt es dann, sie werden zu einer großen Menschenmenge heranwachsen. Literally, they will grow into a multitude of nations. Und sie werden sogar zu einer Menge von Nationen Now heranwachsen. that phrase in Genesis 48, multitude of nations, is revealed in Romans chapter 11, 25. Und dieses eine Menge von Nationen ist auch im Römer wieder aufgegriffen, Vers 25. When it talks about a time when all Israel will be saved in the fullness of the Gentiles. Und da heißt es dann, ganz Israel wird errettet werden und die Fülle der Heiden, When the fullness of the Gentiles be come in, then all Israel shall be saved. wenn die Fülle der Heiden auftaucht, dann wird ganz Israel errettet werden. That word fullness of Gentiles in the Old Testament is multitude of nations. Und diese Fülle der Heiden heißt eigentlich, ist das gleiche wie die Menge der Nationen. Coming from the one that God blessed. Die kommen von einem, den Gott gesegnet hat. Not the one that man would want to bless, but the one that God blesses. Nicht den der Mensch gerne segnen würde, sondern den Gott segnet. And that word grow there Und das Wort Wachstum dort in Hebrew is dag. in Hebräisch ist Dag. Dag in Hebrew is fish. Und Dag in Hebräisch heißt wieder Fisch. So now we get some insight into who Satan wants to destroy. Und jetzt bekommen wir einen Hinweis darauf, wen Satan zerstören will. The firstborn of God. Die Erstgeburt Gottes. It's the firstborn of God he wants to destroy. Es geht um die Erstgeburt Gottes, die Satan zerstören will. Now let's go on. These people happen to worship this God. Und diese Leute beten genau diesen Gott an. It says in 1560, historically we know in 1560 BC they were driven off. Da heißt es dann in geschichtlichen Berichten 1560 vor Christus wurden sie weggetrieben. The reason that was 1560 is because about 100 years later, remember they go place 100 years ahead of time. Und der Grund, warum sie 1516 da verschwinden, ist 100 Jahre später. Und ich habe euch gesagt, sie bereiten Dinge 100 Jahre voraus. About 100 years later is going to be the Exodus. Und 100 Jahre später ist der Exodus. Israel's going to leave Egypt. Israel wird Ägypten verlassen. So here go the wheat, Also da geht der Weizen and here come the tares und da kommen auch gleich das Unkraut dazu, to destroy Israel. um Israel zu zerstören. In rabbinic literature, the Hyksos are called, guess what, the thorns. In den rabbinischen Literatur werden die Hyksos als die Dornen bezeichnet. It's the worthless grass of the field. Es ist das wertlose Gras des Feldes. In his book, Ages and Chaos by Immanuel Velikovsky, he writes that the Hyksos are Amalekites. In seinem Buch Zeitalter im Chaos schreibt Immanuel Velikovsky, Hyksos sind Amalekiter. Amalek is the grandson of Esau. Und Amalek ist aber der Enkel von Esau.
Now, based upon the context of everything we've done since I opened my mouth Friday night, now you can start to see things being drawn together. Und jetzt seht ihr, wie die Dinge